Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Stempel-Nerd-Video. Ihr seht es vielleicht, draußen regnet es, also perfektes Bastelwetter. Heute wollen wir uns mal wieder mit einem Stempelset beschäftigen, was wir schon mal hatten, und zwar Setz die Segel. Und wir verwenden wieder die Stanzformen Louvre und Lee. Als Papiergrundlage nehmen wir heute mal die Farben Lohengrin und Celadon. Ihr habt sie vielleicht schon gesehen, die sind aus dem neuen Jahreskatalog. Und ich freue mich einfach drauf, mit diesen neuen Farben zu basteln. Und was wir heute damit machen, seht ihr gleich auf meinem Basteltisch. Für diese Karte brauchen wir Cardstock in den Maßen 21 x 14,9 cm. Eine Mattung, die habe ich hier in der Farbe Celadon, in den Maßen 10 cm x 14,3 cm. Und eine Auflage zum Bestempeln, die ist 9,5 x 13,8 cm. Wir falzen unseren Cardstock 21,0 x 14,9 bei 10,5. Huch, ich bin irgendwie falsch rum. Hier. Jetzt so rum. Hier hat sich noch ein bisschen Celadon versteckt. Also wir falzen bei 10,5. Also sehen wir, es wird mal wieder eine ganz normale Klappkarte. So. Da kommt dann das, also das ist jetzt hier hinten das Lohengrin, die Farbe. Danach kommt Celadon und danach habe ich Grundweiß davor. Grundweiß wird am Ende bestempelt, mal wieder. Und wir bauen heute eine Mobile-Karte. Das heißt, wir haben viele kleine Motive zum Thema Setz die Segel aus dem Stempelset Setz die Segel und aus dem Stanzset Louvre und Lee. Ich mache hier mal noch ein bisschen. Ach Quatsch, wir können das ja nicht einfach mit dem Kugelschreiber machen. Wir haben dafür ja Stampin'-Up-Produkte. Wir haben doch unseren Aufhebhelfer und damit können wir diese ganzen kleinen Reste hier rausdrücken. Ich habe halt hier schon mal fleißig ausgestanzt mit den Stanzformen. Wenn ihr wissen wollt, wie genau das geht, mache ich da gerne mal ein Video zu. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr da Lust drauf habt. Dann gehe ich mal auf die Stanzform noch ein bisschen näher ein, was ihr dafür braucht, welche Stanzmaschine ich empfehlen würde. Ja, drücken wir noch ein bisschen die ausgestanzten Schnipselchen raus. Was war jetzt? Ich glaube, mein Rechner hat sich gerade runtergefahren. Der hat jetzt erfolgreich das letzte Video gerendert von letzter Woche Montag. Und dann schaltet er sich mal aus, wenn er fertig ist. So. Und das Ganze soll ja eine Mobile-Karte werden. Das heißt, wir haben dann am Ende einen Strick, wo wir diese ganzen Motive, die wir nicht in die Mitte stempeln, dann aufhängen. Ich fange jetzt mal an mit Stempeln. Und wie wir am Ende das Mobile machen, zeige ich euch dann, wenn wir soweit fertig sind mit Gestalten. Ich habe ja gesagt, wir nehmen die zwei neuen Farben Lohengrin und Celadon. Hier habe ich hier schon mal die neuen Stempelkissen dazu. Die sind jetzt noch komplett unbenutzt. Heute der erste Einsatz. So. Mein Papier ist Celadon, also stempel ich jetzt mit Lohengrin hier drauf. Ich weiß, die beiden Farben passen jetzt nicht unbedingt zu dem Thema Meer, aber ich wollte die unbedingt mal ausprobieren. So. Heute stempeln wir mal ohne iPad. Ich habe einen passenden Acrylblock da. Grün. Ich würde jetzt mal ganz kurz einen Test machen, wie gut man das auf dem Celadon sieht, bevor ich jetzt das alles das ausgestanzte Teil versaue. Nicht, dass das am Ende gar nicht so gut sichtbar ist. Wo habe ich denn jetzt meine Unterlage von? Von dem letzten Video. Hier habe ich sie.
Aber gut, ich finde, das sieht man schon recht ordentlich, also kann ich das jetzt so nehmen. Also, Seladon. Ne, falsch. Lodengrün. So rum. Ich muss mich erstmal an die ganzen neuen Farben gewöhnen. So. Ich würde sagen, den Leuchtturm setzen wir dann mit Abstandsklebefunk hier drauf. Muss ich dann noch holen. Dann hatte ich hier ein Boot dabei, das habe ich wieder auf Seladon gestanzt. Das würde ich jetzt da wieder in Lodengrün drauf stempeln. Also auf die Seladon-farbigen Schiffchen stempel ich mit Lodengrün und auf die weißen würde ich mit Seladon stempeln. Nummer 1. Nummer 2. Jetzt das kleine Boot noch. So muss das drauf. Ach, jetzt ist es abgestürzt. Jetzt den Kompass. Da muss ich mal gucken, wie ich den jetzt ordentlich zusammensetze. Gibt es für diese Pflanze hier auch einen Stempel? Ne, da ist nichts dabei, aber das ist nicht so schlimm. Den Anker haben wir noch. Und hier setze ich jetzt mal die Sprüche drauf. Freundschaft gibt Halt in stürmischen Zeiten des Lebens und du bist mein sicherer Hafen. Also, der Leuchtturm kommt hier drauf. Ich würde sagen, wir kolorieren dann hier unten noch ein bisschen. Entweder jetzt auch wieder in Seladon, könnte man eigentlich machen. Und dann kommt hier oben Freundschaft gibt Halt. Und hier unten würde ich du bist mein sicherer Hafen einstempeln. Das mache ich jetzt mal noch schnell. Und dann klebe ich alles auf
dann zeige ich euch, wie wir dann die Fäden dran kleben für unser Mobile. Das habe ich jetzt soweit alles aufgeklebt und gestempelt. Jetzt geht es dran, die Fäden dran zu basteln für die ganzen kleinen Boote und Anker und Symbole, die wir jetzt hier nebenbei noch so dran gebastelt haben. Dafür machen wir Folgendes. Jetzt bin ich mir noch nicht ganz einig, auf welcher Etage ich hier anfange zu kleben. Ich glaube, wir nehmen doch hier vorne das. Dafür kleben wir das Abreißklebeband hier drauf, auf die Seiten links und rechts. Hier muss ich ein bisschen abschneiden. So. So, jetzt habe ich hier schon mal die Fäden vorbereitet. Wir haben ja hier 8 kleine Symbole bzw. Motive, die wir an die Karte dranhängen möchten. Also habe ich mir 4 Fäden zugesägt, würde ich gerade sagen, zugeschnitten. Und jetzt habe ich eben festgestellt, dass das nicht ganz so gut auf meinem Abreißklebeband hält. Deswegen habe ich mir noch ein bisschen normalen Klebestreifen besorgt. Aber das ist nicht so schlimm, wie dass das nicht hält, weil so, habe ich mir noch ein bisschen normalen Klebestreifen besorgt und damit fixiere ich jetzt schon mal meine Fäden. Das ist natürlich jetzt cool. Ich denke die ganze Zeit, es klebt nicht an dem Abreißklebeband. Dabei habe ich einfach nur vergessen, die Schutzfolie abzuziehen. Das ist natürlich jetzt, naja, gut, passiert. Dann können wir ja gleich mal probieren, wie gut das jetzt hier hält. Ja, doch, das klappt ganz ordentlich. Jetzt habe ich doch dem Klebestreifen wirklich weniger zugetraut, als er drauf hat. So. Aber jetzt zweiter Versuch, aufkleben. Jetzt, wie gesagt, schön vermitteln. Und das können wir jetzt eigentlich auch schon gleich auf unsere Klappkarte aufkleben. Da würde ich jetzt wieder Flüssigkleber nehmen. So, jetzt haben wir unsere Stricke hier schon dran. Manche Motive bieten uns hier gleich schon die Möglichkeit, den Strick da dran zu knoten. So, das erste hält schon mal. Der Anker hier ist auch vorgestanzt, das ist auch sehr schön. Können wir den hier auch schon mal dran binden.
Bei den Booten hier ist es eigentlich auch relativ einfach. Die haben auch schon was Ausgestanztes. Komm her. So, jetzt das Steuerrad noch. So, jetzt haben wir das doch schon halbwegs zusammengeknotet. Und jetzt muss ich es wahrscheinlich noch eine Weile hinhängen, dass ich dann die Stricke und Fädchen hier so ein bisschen nach unten quasi hängen. Aber ich denke, so für den ersten Versuch Mobili-Karte sieht das schon gar nicht so schlecht aus. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr wissen wollt, welche Materialien ich alles verwendet habe, schaut am besten unten in die Videobeschreibung, da sind die meisten Artikel verlinkt. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es nächste Woche hier weitergeht, dann abonniert doch am besten diesen Kanal. Ich bin Jonas, der Stempelnerd, und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.